Herren von Windeck waren einst ein einflussreiches Rittergeschlecht. Sie erbauten die Burg oberhalb von Lauf, wohl anfangs des 14. Jahrhunderts. Erstmals urkundlich erwähnt wird sie 1325. Die Familie trennte sich aufgrund von Zwistigkeiten in zwei selbstständige Linien. Beide führten jedoch das gleiche Wappen und sind in der Geschichte nicht immer klar zu trennen. Wegen ihrer unterschiedlichen Interessen kam es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder vor, dass sich die beiden Familienteile als Gegner gegenüberstanden. Im sogenannten Schläglerkrieg von 1394 bis 1396 unterstützten die Neuwindegger die Straßburger. Dabei diente deren Burg, welche auch Laufer Schloss genannt wird, als Stützpunkt gegen Altwindeck. Erst um 1466 legte die Familie ihre Streitigkeiten bei. In jenem Jahr heiratete Berthold von Neuwindegg Anna von Altwindeck. Um 1500 musste Sebastian von Windeck einen Teil der Burg an Markgraf Christoph I. von Baden verpfänden. Die Markgrafen wiederum gaben ihren Teil von 1520 bis 1570 als Lehen an die Herren von Dürmenz. 1592 starb mit Jakob von Windeck der letzte männliche Erbe der Familie. Eine Krankheit raffte ihn auf der Rückreise seiner Junkerfahrt, welche ihn nach Palästina geführt hatte, in Venedig dahin. Die Lehen fielen somit an das Reich und die Markgrafen von Baden zurück. Der verbliebene Besitz ging zu gleichen Teilen an die beiden Schwestern. Altwindeck ging an Ursula und Neuwindegg an Elisabeth. Die Burg wurde jedoch schon 1580 als Ruine bezeichnet. Über den Grund, warum sie verlassen wurde, ist nichts bekannt. Die Anlage ist trapezförmig und im gotischen Stil erbaut. Sie verfügte über einen dreistöckigen Palas, ein kleines Wohngebäude, Ritterwohnungen, Ställe sowie einen 20 Meter hohen Bergfried, in welchem sich 3 Verliese befanden. Zudem verfügte die Anlage über eine den Heiligen Drei Königen geweihte und 1377 urkundlich erwähnte Kapelle. Das ganze Areal war von einer starken Ringmauer mit Zwingeranlage umgeben. Auch bei dieser Burg gibt es eine Legende, die Sage von der Geisterhochzeit zu Lauf. Diese handelt von einem jungen Ritter, der sich in die verfallenden Mauern der bereits verlassenen Burg verirrt. Dort trifft er auf eine wunderschöne junge Frau, in die er sich Hals über Kopf verliebt und um ihre Hand anhält. Diese holt sogleich 2 Ringe und ein Rosmarinkränzchen aus einem Geheimfach. Sie führt den Ritter, welcher sich langsam unbehaglich fühlt, zusammen mit 2 plötzlich erscheinenden Greisen zur Burgkapelle. Auf einem der sich dort befindenden Grabmäler liegt ein Erzbischof. Als die Braut diesen am Kopf berührt, erhebt er sich langsam und geht zum Altar, auf welchem sich die Kerzen von selbst entzünden. Als der Ritter gefragt wird, ob er die junge Frau zum Eheweib nehmen wolle, beginnt er zu zittern wie Espenlaub. Plötzlich hört er das Krähen eines Hahnes von einem nahegelegenen Hof. Mit einem Schrei entschwinden die Braut, der Bischof und die Greise. Ein gewaltiger Windstoß lässt Kapelle und Burg erbeben und der Ritter wird ohnmächtig. Als er aufwacht, liegt er im Gras des Schlosshofes und sein Pferd weidet neben ihm. So schnell er kann, schwingt er sich in den Sattel und flieht von dem verfluchten Ort.